Moin Landratten und Seebären, da sind wir wieder. Jetzt vom Bubendei-Ufer. Und leider schon wieder mal ein technisches Problem. Die zweite Kamera hat den Geist aufgegeben. Die sagt immer Batterie leer. Battery exhausted, Akku alle. Obwohl Akku nicht alle ist und ich 3 verschiedene probiert habe, die in einer anderen Kamera mit 100% angezeigt werden. Keine Ahnung, was da wieder los ist, aber gut, es geht auch mit einer Kamera und hier haben wir ja dann auch nachher dann noch die Drohne zur Hilfe. Das muss ich mir dann zu Hause ganz in Ruhe angucken, was da los ist. Tja, was wäre so ein Montag ohne ein technisches Problem? Es wäre ja auch zu schön gewesen. Aber normalerweise läuft der Ton über die zweite Kamera. Jetzt denke ich aber mal, Ton ist da, oder? Müsste eigentlich alles soweit in Ordnung sein und funktionieren. Ich muss nur immer dann dran denken, den zu aktivieren bzw. auf der anderen Kamera zu deaktivieren. Ja. Wir erwarten die CMA CGM Saint-Germain. 400 Meter lang, 62 Meter breit, Neubau 2025, ich glaube im Juni in Dienst gestellt. 23.100 und ein paar zerquetschte Toy. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Die CMA-Schiffe mag ich ja sehr gerne. Die sind von der Lackierung her sind die eigentlich immer sehr schick. Und dann bei dem Licht müsste das eigentlich ganz nett aussehen. Okay, ihr sagt Ton und Bild okay. Das freut mich. Das freut mich. Ja, ich hoffe, dass die Kamera nicht irgendwie komplett hinüber ist, aber naja, schauen wir dann mal. Wo gehobelt wird, fallen ja bekanntlich auch Späne. Nur momentan könnte ich das irgendwie nicht gebrauchen, eine neue Kamera kaufen zu müssen. Ja, ansonsten ist hier ein bisschen Fiederverkehr. Ihr seht das schon. Ich habe jetzt die Namen gar nicht alle auf dem Zettel, aber es ist einiges los. Eben ist schon grüner, nach Waltershof reingegangen. Da haben wir noch einen blauen und einen grauen. Machen wir es doch einfach mit Farben heute, statt mit Namen der Schiffe. Ja, der Pott, der wird noch wie neu riechen. Mal gucken, wenn er hier an mir vorbeifährt, wie viel Rallye-Streifen der schon an der Seite hat. Ach, Ida Rambo ist das graue Schiffchen und das blaue ist der Heinrich. Danke für die Info. Mal schauen, ob Heinrich auch verholt oder ob Heinrich vielleicht rausgeht und an uns vorbeifährt. Viking Firefighter, dir auch einen schönen Wochenstart. Ich sage ja immer, endlich ist Montag. Wochenende vorbei und wieder ganz normaler Tag. Ach, ich liebe ja Montage im Hafen. Ach, die grüne war dann die Elbsun. Okay, da haben wir sie ja jetzt alle zusammen. Dankeschön. Frettchen, danke für 500 Bits. Ja, ich habe ja hier auch Wesselfinder und ich kann das ja theoretisch auch alles einblenden, aber ich muss sagen, manchmal ist es einfach alles ein bisschen too much mit den verschiedenen Kameraperspektiven, dann noch den Einblendungen und so weiter. Und was jetzt so Schiffsverkehr angeht, da verlasse ich mich dann gerne auf meinen Chat, auf euch. Viele von euch verfolgen ja Schiffsradar bzw. AIS, Wesselfinder, Marine Traffic und so weiter. Und außerdem haben wir dann ja auch ein bisschen Interaktion, oder? Wäre ja auch doof, wenn ich alles
hier nur ablesen würde. Heinrich fährt nach Deham. Ja, Heinrich ist in Hamburg. Also DE-Ham ist die Abkürzung für Deutschland Hamburg. Das heißt, das ist wahrscheinlich noch ein alter AIS-Eintrag. Kam durch den Nordostseekanal, ist nach Hamburg. Könnte sein, dass der jetzt auch nur verholt, vielleicht gleich am Burchardkai ran möchte oder nach Waltershof reingeht. Werden wir gleich sehen. Aber ich glaube, besonders schnell ist er nicht. Könnte sein, dass er gleich abbiegt. Ach Johann, Montag, ja, ich habe das mal irgendwann so gesagt, Montag ist mein freier Tag, weil natürlich am Wochenende oft Action ist, aber ich handhabe es dann nicht so wie die Friseure, dass ich das immer durchziehe, sondern wenn dann was Cooles ist, irgendwas Schönes, was man zeigen und streamen kann, dann mache ich das. Ja, Heinrich verholt, der hat schon Ruder nach Backbord gelegt. Entweder dreht er komplett und wartet jetzt noch auf Ida. Ida packt ja auch ein am Burchardkai bzw. am Athabasca-Kai. Das ist ja die Außenkante Burchardkai. Könnt ihr mir vorstellen, dass Heinrich da noch hinter möchte und jetzt einfach ein bisschen abwartet, bis Ida fertig ist. Der Konzertgänger führt ein Upgrade auf die Reeperbahn durch. Ich danke dir vielmals für die Unterstützung. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Also ich glaube, Schlepper haben wir noch nicht an der Saint-Germain, oder? Also ich habe zumindest keinen reinfahren sehen. Wenn, dann müssen die schon gekommen sein, bevor ich hier aufgebaut habe. Aber dann wären die schon eine ganze Weile drin. Ich würde jetzt mal tippen, dass da noch kein Schlepper dran ist. Norman, danke dir für 11,99 €. Paddy, bekommst 12 € fürs Zurückgrüßen. Habt ihr gerade von der 62 aus zugerufen. Ja, Norman. Ich war etwas überrascht. Irgendwer hat hinter mir meinen Namen geschrien. Aber danke dir vielmals. Liebe Grüße. Ach, bei Ida Rambo ist kein Platz? Ja, dann gucken wir einfach mal, was Heinrich macht. Wir werden es herausfinden. Oh, Frankie. Grüße aus Osnabrück und ist irgendwie über Stefan von One and More Aviation hier gelandet. Ja, mal viele Grüße zurück. Ah, jetzt wissen wir auch, warum Heinrich gewartet hat. Ja, keine Ahnung, ob der Stefan live ist, aber auf jeden Fall sonst liebe Grüße zurück. Das ist natürlich hier ein Grund, der Gegenverkehr. Joachim, ich danke dir vielmals für 2 € Superchat. Dankeschön. Jetzt will ich mal gucken, ob wenigstens die Drohne-Funktion nuckelt. Damit wir eine zweite Kameraperspektive haben. Moin. Danke für den Tipp. Für welchen Tipp? Ich habe vorhin den Livestream von dem Marineschiff. Ja. So, oh ja, Ach so, und dann hast du mitbekommen, dass hier noch mal was passiert. Ah, okay, ja, cool. Ja, toll. Mal in Live sehen. Ja, super.
oh, oh. Ah, jetzt haben wir ein Drohnenbild. Ja, ich habe was umgemodelt an der Drohne. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob das alles funktioniert. Ich starte der Gerät mal gerade. Sorry für etwas Verwirrung hier. Muss die mal schnell in die Luft bringen. Und dann muss ich gleich mal testen, ob das mit dem Umschalten hier der Kameras funktioniert. So, Ansicht. Ah, das kann ja gar nicht funktionieren. Okay, okay. Moment. Geben. So, Moment. Oh, Paddy, ey. Paddy wieder. So. So, ja, jetzt bin ich up and running. Ja, Teststream, genau. Nicht ganz, aber nah dran. Jetzt muss ich nur mal gerade schauen, ob das Umschalten der Kameras funktioniert. Okay, das hat schon mal geklappt. Ob es zurückgeht. Ja, sieht auch ganz gut aus. Gut, dass ich das jetzt noch mal getestet habe, bevor die Saint-Germain rausgeht. Da ist nämlich gerade der Lotse dran an Beate. Norman, ich danke dir vielmals für 15 Monate auf der Reeperbahn. Ja, jetzt Urlaub den ganzen Tag Hamburg Hafen live gucken. Ja, HDMI im Kreis gesteckt, ganz genau. Sowas in der Art. Sowas in der Art. Ja, ich nehme mal an, dass auf Beate nicht die Stammkapitänin drauf ist. Das ist ja eine Kapitänin, die Beate üblicherweise fährt. Und auch die wird mal irgendwann Urlaub machen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass da jetzt einfach Ablöser drauf ist und der keine Lotsenbefreiung hat. Ich finde, das klingt nach einer super plausiblen Erklärung.
Ja, noch keine Schleppis in Sicht, Jannik, du hast recht. Mag mal jemand in die Segelliste vom Eurogate gucken, ob es da vielleicht eine Änderung gab, die da vielleicht irgendwas eingetragen haben. Basti, ganz lieben Dank, verschenkt an Monsterblut ein Sub. Ja, der Kollege Monsterblut. Alle, die das nicht mitbekommen haben, Monsterblut habe ich durch Rainer letzte Woche entdeckt, als ich bei ihm mitgefahren bin. Und der ja, hat noch nicht ganz so viele Follower. Und dann hat er so eine Aktion gemacht, für jeden neuen Follower streamt er 15 Minuten länger. Da hat Rainer sich natürlich einen Spaß draus gemacht und hat ihn erstmal geradet. Zupp war der Timer auf 24 Stunden. Wir haben ihn dann auch noch mal geradet und jetzt hat er auf jeden Fall den Timer mal auf 5 Minuten runtergestellt. Und sagt sich auch, ja, du, also das mit den 5 Minuten, das war vielleicht doch ein bisschen sehr sportlich. Aber ein ganz sympathischer Kerl, also wirklich immer sehr schön am Lachen. Kriegt immer ein bisschen Haue von seiner Frau dafür, dass er so viel am Streamen ist. Aber nun, das ist ja sein Problem, ne? Also ganz, ganz liebe Grüße auf jeden Fall an Monsterblut und natürlich auch an seine Frau, die kurz vor der Scheidung steht. Da liegt noch die CMA CGM. Oh, auf 16 Uhr haben sie die verschoben. Verdammte Hacke aber auch. Manno. Jetzt haben sie die auf 16 Uhr verschoben. Ja. Da waren sie wieder. Die typischen Seefahrtsproblemchen. Naja. Es ist, wie es ist. Kannst du machen, nix. Müssen wir ein bisschen warten. Da müsst ihr mich ein bisschen unterhalten. Und da müssen wir hoffen, dass hier vielleicht noch ein bisschen was um die Ecke kommt. Streammäßig. Oder ich kann mich gleich mal mit meiner Kamera beschäftigen. Ja, aber warten wir doch, oder? So. Jetzt kriegen wir Besuch. Genau, die Route geht dann noch irgendwie raus. Also ein bisschen Feeder-Action haben wir ja immerhin. Petra, ganz lieben Dank für 5 Euro. Dankeschön. Unsere Freunde von der Wasserschutzpolizei. Ja, die zweite Kamera, immer wenn ich die einschalte, sagt die Batterie leer. Obwohl die Batterie nicht leer ist. Also ich habe auch 3 verschiedene Akkus probiert, die in einer anderen Kamera definitiv als voll angezeigt werden. Und ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal den Akku ganz rausgenommen. Mal gucken, ob das irgendwie hilft. Weil vorhin lief sie ja noch bei dem anderen Stream. Ja, ihr Lieben, Quizze wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, denn das funktioniert nicht in der 4K-Auflösung, weil wir hier einfach eine zu hohe Latenz haben. Deshalb wird es höchstwahrscheinlich keine Quizze mehr geben, bis ich da, ja, oder mir fällt da irgendwas ein, wie ich das machen kann. Ja, Monsterblut.
Polizei will man immer abhauen. Bei uns sind das die besten Freunde. Die passen vor allem immer auf, dass die Drohne richtig steht. Aber die scheinen auch schon, die scheinen noch nichts von den 16 Uhr mitbekommen zu haben. Die fahren nämlich da schon in Position zum Sperren. Kann das sein, dass die das echt nicht mitbekommen haben? Also es war auch, ich glaube, also das kann erst seit einer Stunde oder so, kann das geändert sein. Ich werde auf jeden Fall mal landen. Schön, da gibt es gerade nichts zu sehen. Wobei, eine Fähre muss ich erst noch durchlassen. Kann mal jemand bei der Polizei anrufen und denen sagen, dass sie ruhig noch mal eine Runde Currywurst von Landungsbrücken für alle holen können. Und wenn ich sage für alle, dann für mich mit. Wieso, die Polizei hat doch gegrüßt eben. Ich glaube, jetzt haben sie was mitbekommen. Ja, Monsterblut. Wenn du eine Phobie hast wegen Polizei, dann hast du aber wahrscheinlich auch schon viel verbrochen in deinem Leben, oder? Ach Mensch, aber gut. Ich glaube, ihr freut euch, wenn der Stream etwas länger geht. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Vorsicht einmal.
Ja, die haben definitiv nicht Bescheid bekommen. Monsterblut möchte zusammen mit mir und mit Druckverlust streamen. Ja, ja, das ist halt immer so eine Timing-Geschichte, ne? Das ist immer so eine Timing-Geschichte. Condero, das war die Landefreigabe für die Drohne. Das kommt Englisch vom Tower. Lilla Kanin, ja, ich habe einfach verschiedene Kameras, deshalb die verschiedenen Perspektiven, wobei eine leider ja ausgefallen ist. Eine ist ja kaputt. Ich kann natürlich jetzt noch mal gucken. Manchmal kann man ja auch einfach Dinge liegen lassen und dann reparieren sie sich durch Wunderhand. Oh, immerhin sagt, jetzt ist sie an und sagt 47%. Vielleicht kriege ich die zweite Kamera in Betrieb. Das wäre natürlich jetzt was. Das wäre natürlich was. Da wäre ich alleine schon happy, weil sie dann nicht kaputt ist. Nein, Markus, du kommst nicht zu spät. Die Saint-Germain hat sich verspätet, beziehungsweise geht eine Stunde später raus. Und ja, insofern warten wir jetzt hier lustig drauf los. Guckt mal, die zweite Kamera ist wieder da. Haben wir wieder 3 insgesamt. Sehr schön. Sehr gut. I like. Aber da hinten gibt es nichts zu sehen gerade. Ja, Andi, findest du nicht auch, dass die U-Boot-Witze langsam ein bisschen lame werden? Also mal ehrlich unter uns so gesprochen, Andi. Genau, das ist die sogenannte Liegeheilung. Ja, in der Tat. Also Tanja verzweifelt ja auch manchmal, wenn sie irgendwie ein technisches Problem hat. Und dann sagt sie Bescheid, ich soll mal gucken und ich mache das Gerät an und alles läuft. Das Problem ist, dass die Polizisten jetzt wahrscheinlich in der Zeit auch nichts machen können. Die sind eingeplant hier für 15 Uhr gewesen. Und ja, ob die jetzt Sprit verfahren, indem sie eine kleine Hafenrundfahrt machen oder einfach hier ein bisschen rumdümpeln. Ob die sich latent beobachtet fühlen. Ute, ich weiß nicht, was mit der Finnmarken ist. Kann ich dir nichts zu sagen. Ja, sie liegt immer noch im Dock. In der Tat, das ist schon ganz schön lang, finde ich. Aber wieso, weshalb, warum, kann ich dir auch nicht sagen. Keine Ahnung.
kriegt man ja auch immer wenig Infos drüber, was da so abgeht. Man kann sein Geld auch härter verdienen. Also ich glaube, also ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass Wasserschutzpolizei schon echt sehr begehrt ist. Könnte ich mir vorstellen, oder? Also mein Gefühl sagt mir, dass das echt eine umkämpfte Dienststelle ist. Ja, Monsterblut. Küss noch ein paar Herzen. Ich küsse deine Augen. Und geh mal gleich live, damit wir zu dir rüber raiden können. Der Timer muss noch ein bisschen gepimpert werden. Kommt noch ein Beluga rein. Also irgendwas startet gerade bei Airbus. Aber die starten, glaube ich, Richtung Süden. Vincent, ich kann es nicht sagen, wann ich das nächste Mal live bin. Wir planen immer nur maximal einen halben Tag voraus. Und einmal fragen reicht übrigens. Wenn ich dann nicht antworte, ist das bewusste Ignoranz. Peter ist da. Moin, Peter. Ich vertreibe euch die Zeit mit einem Lotsenboot. Oh ja, für diese Fragen nach dem nächsten Stream sollte ich in der Tat einen Befehl anlegen. Das ist eine gute Idee. Ups, verpasst.
Oh, keine Belugas heute. Was ist denn das für ein Montag? Sag mal, ist irgendwie Feiertag in Finkenwerder? Leute, unterhaltet mich ein bisschen. Wir müssen die Zeit rumkriegen. Oh, noch eine ganze Stunde. Wie sollen wir das denn schaffen, ohne dass hier was los ist? Wie soll denn das jetzt gehen? Sandra fragt, ob man weiß, was der alte Schwede wiegt. Ich glaube, in der Tat weiß man das. Das müsstet ihr mal googeln, aber ich meine, das Gewicht konnte man bestimmen. Das ist hier dieser große Felsen da hinten am Elbstrand. Der wurde beim Ausbaggern der Elbe gehoben. Offiziell eingebürgert, der alte Schwede. Oh, Lotse hat gewunken, habe ich gar nicht gesehen. Überall Polizei. Das sind wahrscheinlich die andere Seite gesperrt haben. Die fahren jetzt alle mal so ein bisschen im Kreis hier. Stimmt, Airbus hat Ferien. Das hat mir doch gestern auch jemand erzählt. Oder vorgestern, der auf einer Werksbesichtigung war und meinte, da waren Ferien. Stimmt. Dann kann es natürlich sein, dass da auch momentan ganz, ganz wenig Flugverkehr ist. ...217 Tonnen ist der alte Schwede schwer. Schwester Hansen weiß es. Ich soll erzählen, wie ich darauf gekommen bin, diesen Kanal ins Leben zu rufen. Auch eigentlich kam das irgendwie so. Ich fand halt Seefahrt schon immer sehr cool. Bin ja selber auf Containerschiffen mitgefahren. Hab Fotoreportagen gemacht, hab Videoreportagen gemacht und ja, und irgendwann, achso, und ich habe mich auch immer schon gerne natürlich mit Film und Fototechnik beschäftigt und fand auch Livestreaming immer sehr spannend. Ich habe das schon in verschiedenen anderen Formaten gemacht, diese ganzen Livestreams. Und irgendwann bin ich dann auf die Livestream Planespotter gestoßen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir dachte, sowas in der Art wäre doch mit Schiffen cool, weil viele Leute haben noch nie diese riesigen Containerschiffe gesehen, dann die ganzen Kreuzfahrtschiffe und so. Ja, und dann habe ich damit einfach mal angefangen. Und so kam das dann irgendwann. Hornochse, danke für dein verschenktes Sub. Danke. So, kann das sein, dass der Lotse wenigstens schon mal zur Saint-Germain fährt? Helmut, ich weiß doch auch nicht, warum das Polizeiboot Amerika-Höft heißt. Es gibt noch eins, das heißt Afrika-Höft. Warum? Kann ich dir nicht sagen.
Ursi hat den Tonnenmann gesehen. Kann man den von hier aus... Wo ist er denn genau? Ups. Da ist er. Da ist der Tonnenmann. Oh, so. Boah, ist der weit weg. Beziehungsweise klein ist er. Und jetzt fährt uns die Fähre ins Bild. Guido, danke dir für 2 Euro. Ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wieso, weshalb, warum? Ganz genau. Das stimmt. Rea, danke schön für deine Sub-Verlängerung im 8. Monat schon. Danke, danke. Sag mal, sollte die Sim America nicht auch noch rausgehen heute? Aber ich glaube erst später, oder? Ich glaube erst später. Nikira schreibt, Paddy wird überall gesehen. Am Samstag im Restaurant Robbengatter in Berlin, Schöneberg. Hatten wir uns über den Kanal unterhalten. Hörte die Bedienung und sagte, dass sie den Kanal auch sieht. Ach, das ist ja cool. Ja, sowas freut mich immer. Also wenn man sowas dann hört, oft kriegen wir das ja gar nicht mit. Also viele Dinge wissen wir ja gar nicht, ne? Wer was wie wo guckt. Die Leute, die im Chat aktiv sind, die kriegen wir natürlich sehr viel mit. Da haben wir ein Gefühl für. Aber es gibt ja so viele stille Zuschauer, Leute, die das so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Von daher ist sowas echt immer toll. Micha, wieder auf der Speicherstadt, 11 Monate. Dankeschön. Nein, Garfield, das war kein spontan Stream. Es ist vor allem erstmal ein spontan Warten, weil die Saint-Germain kurzfristig von 15 auf 16 Uhr gewechselt hat. Deshalb hänge ich jetzt hier gerade so ein bisschen in der Luft ohne Entertainment. Ach, 22 Uhr die Sim heute Abend, ja. Guck, da fährt doch die Elbsegelei, oder? Mit dem Holger. Nee, John, Entertainment ist nicht mein zweiter Vorname. Also wenn so gar nichts los ist, dann tue ich mich in der Tat sehr schwer. Aber vielleicht müssen wir nachher noch mal eine WhatsApp rausschicken, Tanja, wenn die Saint-Germain wirklich rausgeht. Für alle, die jetzt gesagt haben, nee, hab keinen Bock zu warten. Ach. Naja, das mit Hamburg Hafen Live ist ja nicht so eine Idee gewesen, wo ich dann Tanja gesagt habe, so, das und das machen wir jetzt, sondern das hat sich ja alles so entwickelt. Und Tanja ist dann ja auch irgendwann da reingerutscht. Annette, nein, gibt keine Quizze mehr. Danke dir für die 2 Euro, aber Quiz funktioniert nicht mehr jetzt, wo wir auf 4K gehen, weil wir eine zu hohe Latenz haben. Tut mir leid, aber das Problem ist, dass wir immer weniger Quizze bekommen haben. Also wir hatten schon so viele Themen durch,
Eingeschickt wurden auch keine mehr. Und das ist dann doch auch immer sehr viel Arbeit. Und am Ende ist die Bildqualität mir wichtiger als das Quiz. Aber vielleicht finde ich irgendwann eine Lösung, das auch mit der hohen Latenz zu machen. Aber das geht nicht. Wir haben jetzt bei 4K haben wir 22, 25 Sekunden Latenz. Da geht das einfach nicht. Matze, ich kann auch nichts dafür. Ich muss doch streamen, wie die Schiffe kommen. Irgendwann wird es auch wieder Phasen geben, wo deutlich weniger Streams sind und dann kannst du die ganzen alten nachgucken. Monaco Franze, ich bin Fotograf und ja, Filmemacher, Videograf. Ach, guck mal, da hinten kommt doch wenigstens eine lüde Fähre. Moin. Okay, Lotsenmodus zu Heinrich gefahren, haben die aber wahrscheinlich einen Lotsen abgeholt, oder? Weil die ja eben erst verholt hat. Jens, nein. Sandra schickt noch ein Lob für die Mods raus. Das ist immer gut. Danke dir für 10 Franken für unsere lieben Mods. Danke, danke. Die werden aber auch heute wieder verwöhnt. Mensch, Mensch, Mensch. Ich kann euch sagen, du, bei uns, die Mods, denen geht's gut. Ihr möchtet nicht Mod bei Druckverlust sein. Wenn man wartet, geht die Zeit echt so langsam rum. Ja, Kali, genau, die ZVE1 benutze ich. Garfield, der Tonnenmann ist wieder da, haben wir doch vor ein paar Minuten gezeigt. Gerade erst reingekommen. Also ich habe mir sagen lassen, dass Mod bei Druckverlust schlimm ist, Captain Grabak. Ich habe auch nur von Hörensagen, aber jeder, der da zum Mod wird, verlässt nach 2 Wochen den Kanal. Die könnten ein bisschen mehr laden und löschen an der Amerika. Hätten wir ein bisschen mehr Action.
Nichts zu essen, nichts zu trinken. Ja. Wieder ein bisschen Welle vom Lotsen. Svenny, du siehst doch, wie das Wetter hier ist. Eigentlich ganz okay, ein bisschen wolkig, aber kein Regen, Temperaturen angenehm. Alles tipptopp. Wie ist das Wetter bei euch? Nett, danke schön, 2 Euro. Der Hafen ist immer interessant. Ja, das ist so. Und wenn man hier einfach sitzt und so ein bisschen guckt, ist das auch interessant. Aber wenn man halt dann hier so steht und die ganze Zeit auf Motivsuche ist und dann aber nichts findest, dann ist das so ein bisschen zäh. Aber ich weiß, dass ihr das ganz anders empfindet. Jo, da Jimmy gerne den Raid, wobei ich sagen muss, das machen ja alles unsere Moderatoren. Ich habe da immer gar nichts mit zu tun. Manchmal kriege ich das gar nicht mit, wo wir ihn geradet haben. Aber gerne, gerne. Was Gary macht, der Containerbrückenfahrer, das kann ich dir gar nicht sagen, Ute. Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Keine Ahnung. Hotel in der Hafen City, fragt Tini. Ja, ich kann nicht wirklich was empfehlen, weil ich kein Hotelgänger bin. Ich weiß, dass das 25 Hours ein ganz nettes Hotel ist. Weiß jetzt natürlich nicht, ob das deine Preisklasse ist. Aber das 25 Hours ist auf jeden Fall ein tolles Hotel. Annette, nochmal 2 Euro für die Mods. Danke, danke, danke. Hannover meldet Sonne. Super. Ach, da kommen schon wieder ein paar Gäste. Die Akaziahöhe Pagensand. Ja, schauen wir mal, ob wir die noch hier reinkriegen. Moin, hallo. Und schon raus? Nee, ist verschoben auf 16 Uhr. Sonst wäre ich jetzt schon weg. 16 Uhr. Ja. Ja, wir laufen in der Stunde oder Ja. Das Essen verdauen. Ja, hier können wir einen schönen Spaziergang hier oben machen. Oder hier runter, da, Lutzenhaus. genau. Na? Ruth, die Flagge in Hamburg abholen, das geht, wenn wir irgendwo am Streamen sind. Also wenn man kein Ladengeschäft oder so. Wenn du eine Flagge haben möchtest und sich das mit dem Stream ausgeht, dann schreib uns mal, sag mal vorher Bescheid und dann ist die Chance, dass wir das hinkriegen, eigentlich ganz groß. Ah, das Hotel Java. Ja, ich weiß nicht, wie das Hotel Java ist. Da sind wir gestern vorbeigegangen. Ich glaube, das war das mit diesem Holzpiratenschiff davor. Soll angeblich auch ganz gut sein. Aber auf die Fähren ist Verlass. Und hier jetzt wenigstens mit
Captain Igloo. Ahoi, meine Lieben! Captain Igloo und seine Crew bringen euch jetzt die leckeren, extra knusprigen Fischstäbchen von Igloo. Und guckt mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Igloo-Fischstäbchen. Die sind extra knusprig und sowas von saftig. Freibier, die CMA Saint-Germain, die ist noch nicht raus. Die hat sich um eine Stunde verschoben. Deshalb streame ich hier gerade einfach nur ein bisschen Hafenfähren. Oh, Fischstäbchen könnte ich jetzt aber auch essen. Schön mit Kartoffelpü. Hätte ich jetzt gar nichts gegen. Aber es ist jetzt auch Totenstille hier, Mann. Was haben wir denn da? Ist nicht vielleicht Kaya oder Sophia unterwegs? Jürgen auch wieder da. Moin. Welche Temperatur die Elbe hat, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Hey, also die Pizzabrötchen, die der Martin da gestern organisiert hat, oder vorgestern, die waren echt so lecker. Die waren richtig lecker. Nee, Tim Bulke habe ich nicht mitbekommen. Also bei mir ist jetzt noch keiner vorbeigefahren. Ach guck, Michi ist auch da. Michi, bist du am Elbstrand drüben? Ich streame gerade gähnende Leere.
Claudia, moin und danke für die 2 Euro. S-Bahn Altona. Jo. Aber wir haben die Hälfte geschafft, 15:30 Uhr. Also ich bin guter Dinge, dass irgendwann gleich Schlepper ausrücken oder sich die Zeit noch mal ändert. Meistens fährt ja der erste Schlepper irgendwann so 30 bis 20 Minuten, bevor es losgeht. Schauen wir mal, ob sich da was tut gleich. Oh. Da bewegt sich doch was Schleppermäßiges. Oh, die Kaischuh ist mal wieder da, sagt Ute. Ist wieder Baggerzeit. Vor ein paar Tagen hatte das auch jemand festgestellt, dass gerade irgendwie wenig Bagger unterwegs sind auf der Elbe. Aber kaum gesagt und schon ist Kaischuh wieder da. Princess kommt auch da hinten. Und es ist ein Lotsenboot unterwegs, voll besetzt mit Lotsen. Schiffsgröße von der Saint-Germain wird ja 2 Lotsen bekommen. Vielleicht geht der Elblotse auch schon mit an Bord, dass sie den nicht noch mal extra versetzen müssen. Gucken wir mal, ob das hier das Taxi ist für die Lotsen zur Saint-Germain. Oh, 20 Grad Wassertemperatur im Hafen, da könnte man reinspringen. Bei dem Wetter der letzten Tage hätte ich eher gedacht, dass wir kurz vorm Gefrierpunkt sind. Hansi, moin, 2,49. Und der Bernhard verschenkt 5 Mitgliedschaften. Danke, ihr Lieben. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Dirk grüßt auch wieder vom sonnigen Havelstrand. Dirk, du hast für meinen Geschmack etwas zu viel Sonne in den letzten Tagen. Freibier, ich würde nicht in der Elbe schwimmen. Also ich würde reingehen. Ich war auch schon baden in der Elbe, aber wirklich nur da, wo man stehen kann, also wirklich nur so die ersten Meter am Strand. Denn hier die Strömung, das ist schon echt nicht zu unterschätzen. Aber ansonsten hätte ich da kein Problem mit. Ja, wenn diese ganze Strömungsgeschichte nicht wäre, rein temperaturmäßig, von der Wasserqualität und so, kannst du hier reingehen.
Ja, und so ein bisschen Füße, ich sag mal bis zum Po rein. Da habe ich jetzt keine Bauchschmerzen mit, richtig schwimmen. Das lass mal lieber. Nee, das ist nicht die Elektrofähre hier, die Hafen City. Das ist noch eine von den alten. Norman verschenkt auch eine Mitgliedschaft. Ich danke dir vielmals, Norman. Danke. Das könnte doch jetzt tatsächlich der erste Schlepper sein für die Saint-Germain. Können wir doch gleich mal drüber gucken oben. Doch, die Wasserqualität in der Elbe ist gut. Also gestern haben wir ja auch Angler getroffen und die meinten, also auch die Fische, die sie hier rausholen, das wäre alles kein Problem. Ich glaube, die Wasserqualität, die passt schon. Das war mal vor einigen Jahren, da war das mal anders, aber aktuell ist das, glaube ich, kein Thema. Captain Grabak, danke für 111 Bits. Joker, es gibt so Hybridfähren. Ja, die haben auch noch Dieselantrieb, aber auch Elektro. 3 Stück gibt es da mittlerweile von. Die schaffen es nicht, den ganzen Tag jetzt komplett mit Elektro zu fahren, aber angeblich benutzen sie Elektro zum Anlegen und Ablegen. Es tut sich was. Die Schleppis sind unterwegs. Das ist immer ein gutes Zeichen. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. So, mal gucken, ob wir da ein bisschen was sehen können. Frau Lotse scheint schon wieder weg zu sein. Ich zoome mal raus. Können wir wenigstens schauen, was da hinten so passiert in Waldershof. Also da ist auf jeden Fall jetzt ein Lotse unterwegs.
ein Schlepper unterwegs, Lotse auf dem Rückweg. So rum gehört's. So rum. So. Da haben wir den Schleppi. Ach, das ist doch schön, dass wir mit der Drohne hier drüber gucken können. So. Ah, da, die Princess fährt auch gerade rein nach Waltershof. Frankie, das ist eine Mavic 4. Langsam wird's spannend. Guck mal, was da für ein Gewusel mit Van-Carriern ist. Oh, Bruno wartet in Antwerpen auf die CMA CGM. Vielleicht wird die dann ja auch noch mal beim IWA im Stream zu sehen sein. Wobei der streamt meistens nur am Wochenende. Ja, Polizei kommt dann auch langsam mal zurück. Reini, Dankeschön für das Lob. Ja, die Drohne ist eine schöne Ergänzung. Das Einzige ist natürlich, dass ich da beim Fliegen mich dann so ein klein bisschen konzentrieren muss. Also Fliegen und Chat lesen ist ein bisschen schwierig. Das läuft nicht. Monaco, Franz, meinst du die Saint-Germain, wie viel Toy? Die kann, glaube ich, 23.100.
Das andere Polizeiboot kommt auch zurück. Nee, Max, die CGM wurde verschoben um eine Stunde. Deshalb geht die jetzt erst 16 Uhr raus. Tim Schneider, dünnes Eis in deinem Tonfall. Ganz dünnes Eis. Würde ich mal so sagen. Liebe Mods, den Tim Schneider. Der Tim Schneider möchte gerne den Kanal verlassen. Bitte seid mir da doch mal behilflich. Er hat drum gebettelt. Er hat wirklich drum gebettelt. Und zwar für immer. Nicht nur ein Timeout. Für immer. Weg. Ralf fragt, wie viele Schlepper es im Hafen gibt. Ja, Zahl schwankt immer so ein bisschen, aber es sind so um die 20, glaube ich. Um die 20 sind das. Ja, Tim, gucken kannst du gerne noch, ne? Aber schreiben, das lassen wir mal lieber. Ja, Schlepper da, Lotse da, also Polizei da. Dann kann ich gleich noch einmal landen. Ich muss den Akku noch mal wechseln. Hier kommt noch eine Fähre. Polizei geht auf Position. Und dann werde ich gleich noch mal ein bisschen Strom nachtanken. Wenn die Fähre durch ist. Werner, ich danke dir vielmals für 5 €. Ganz dickes Dankeschön. So, zweiter Versuch auch für die Polizei. Auch die haben es etwas zu spät mitbekommen, dass es später losgeht.
Ja, Drohnenkontrolle hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Mittlerweile wissen Sie, wer die eine Drohne gehört. Markus, in der Tat hast du nicht so wahnsinnig viel verpasst, denn es geht gleich um 16 Uhr erst los mit der Saint-Germain. Du hast nur eine Stunde Überbrückung verpasst. Oh, Grüße aus Bielefeld. Schildi, kommst du aus Schildische? Viking Firefighter. Also insgesamt hatte ich 4 Drohnenkontrollen, davon 2 im Stream. Also nach den 2 direkt hintereinander war dann auch Schluss. Jens Peter, Dankeschön, eine verschenkte Mitgliedschaft. Und Rudi 16, 5,99, ganz lieben Dank, Rudi, Dankeschön. Nee, Bielefeld gibt es auch nicht und mich gibt es auch nicht. Aber gleich geht's los. Wenn die Fähre weg ist, wechsle ich nochmal Akku und ich denke, jetzt gleich geht das aber dann auch irgendwann los hier mit der... Ach, guck mal, ich habe hier sogar eine Position gefunden, wo man richtig schön Leine glotzen kann. Guck mal, das ist ja... Kann man richtig schön sehen, wie die Leinen festgemacht sind. Ja, ich wollte die Drohne markieren für jede Kontrolle, aber mittlerweile ist es ja witzlos geworden. €5 kommen nochmal per PayPal anonym rein. Trotzdem einen schönen Dank, auch wenn es anonym ist. Dankeschön. Manuela, gute Besserung. Immer noch mit dem kaputten Knie auf dem Sofa. Etwas Abwechslung. Dankeschön für €5. Okay, ich muss einmal zur Landung ansetzen. Ach nee, da kommt noch eine Fähre von hinten. Okay, die müssen wir noch abwarten. Die warten wir noch ab. Monaco Franzer schickt auch nochmal 2,49. Dankeschön. Danke. So, da düst die Fähre weg.
Löwenjack, seit 14:40 Uhr bin ich sogar on air. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Okay, ich wäre dann soweit. Von mir aus kann es gleich losgehen. Gleich soll es losgehen. Ein Flugzeug. Oh, da kommt doch was bei Airbus rein. Dankeschön, gut aufgepasst. Zwar kein Beluga, aber immerhin was Fliegendes. Ist ja doch so, dass hier dann teilweise Flugzeuge zu sehen sind, die man so normalerweise auf dem deutschen Flughafen nicht zu Gesicht bekommt. Ja, Monaco Franze, die Drohne würde alleine landen, bevor der Akku leer ist. Irgendwann meldet die sich. Hello, Solent Chips. Welcome on board. In der Tat habe ich schon einen neuen Regenschirm gekauft. Der andere, der war ja wirklich komplett im Eimer. Tag los, habe einen neuen gekauft. Air China mit deutscher Zulassung. Also ich glaube, wenn die hier bei Airbus ausgeliefert werden, beziehungsweise wenn die noch im Testbetrieb sind, dann haben die immer temporär eine deutsche Zulassung. Aber das können euch die Flugzeugexperten genauer erklären. Aber ich meine, die kriegen erst ihre endgültige Zulassung, nachdem sie dann an den Kunden übergeben sind. Eigentlich kann ich doch wieder starten, dann können wir sehen, ob sich an den Leinen was tut. Hartelhütte, herzlichen Dank. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Sorry für den etwas wilden Start. Oh, was meint ihr? Da sind doch schon weniger Leinen dran, oder?
Ja, wenn man so ab und zu dann mal die Planespotting-Streams guckt, dann schnappt man natürlich auch einiges auf. Ich gucke ja auch immer so ein bisschen rechts und links und was andere so machen und schaue dann immer auch, was sich so bei den Streams da tut. Hole mir teilweise natürlich auch mal so ein bisschen Inspiration, gucke, was andere so technisch machen. Und ja, ich gucke mir das auch ganz gerne an mit den Flugzeugen. Habe da zwar nicht viel Ahnung von, aber je öfter man das guckt, umso eher lernt man dann was und das eine oder andere bleibt dann auch mal hängen. Ups, sorry, ich musste mal ein bisschen spielen. Diese Funktion von der Drohne habe ich noch nie benutzt, dass man die Kamera um 360 Grad drehen kann. Ich habe es nie benutzt bisher. Ich habe da auch noch nicht den Riesensinn drin gesehen, aber ein bisschen spielen muss ja auch mal sein. Also, ja, Leinen sind definitiv schon ein paar los. Also so lange dauert das nicht mehr. Ja, das Planespotter sollten mehr mit Drohne arbeiten. Also hier kann man ja tatsächlich Planespotting mit der Drohne machen, aber du kommst natürlich nicht nah dran. Ne? Also hier mit der Drohne haben wir ja auch schon einen Beluga gefilmt, der runterkam. Oh, komm, wir machen's, wir machen's. Komm, da kommt gerade einer, jetzt machen wir Planespotting mit der Drohne. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä? Da. Na, aber viel näher komme ich nicht dran. Also das ist dann schon das Maximum. Nee, das ist nur die Kamera, die da dreht, nicht die ganze Drohne. Okay, kleiner Zeitvertreib zwischendurch. War das auch Air China? Ich konnte das gar nicht erkennen. Timo schickt 2,49, vielen Dank. Er sagt und fragt, was passiert rechts im Park? Da stehen Busse. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Weiß ich nicht. Nilsi schickt auch nochmal 2 Euro. Vielen Dank. Geniale Bilder aus der Luft. Dankeschön. Und Guido Jakobs. Du hast doch einen Bildungsauftrag. Drehen ist nicht. Danke für 2 Euro. Dankeschön.
Ja, los Leute, Leinen los jetzt hier. Ja, 16 Uhr. Ich meine, es sind auch schon Leinen los, also vorhin waren da noch mehr fest. Niki, eine Starterlaubnis brauchst du abhängig davon, wo du gerade fliegen willst. Es gibt Gebiete, wo du keine brauchst, und dann gibt es Gebiete, wo du eine brauchst. Ich habe keine Ahnung, wann die HMM rausgeht. Müsstet ihr mal in der Segelliste nachschauen. Mann, boah, ist das langweilig. Hast du noch mal ein Rätselheft für Oma? Olix, danke für die 2 Euro. Wenn er Choreo auch noch kommt, wird es komisch. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, dafür fehlt mir das Insiderwissen bei den Planespottern. Arno, ich danke dir vielmals für die Verlängerung von deinem Prime Sub. Dankeschön. Ja, Schwester Hansen, Mensch, komm doch mal her. Wenn ich schon Polizeischutz habe, dann könntest du doch wenigstens die Jungs hier mal ranpfeifen. Na, zumindest ist der Schlepper schon mal zur Seite gefahren. Sönke, Dankeschön für 5 Euro. Moin Schiffsflüsterer. Hab mir auch mal das Segelschiff angesehen. Ist schon eine Augenweide. Und jetzt noch ein Riese aus dem Containerhafen. Sönke, Dankeschön für die Unterstützung. Worauf warten die denn? Ist irgendwo noch Verkehr unterwegs? Ist das ein besonderes Schiff, was jetzt rauskommt? Bitte? Ist das ein besonderes Schiff, was jetzt gleich rauskommt? Das ist ein Neubau. Ist ganz neu. Okay. Paris Saint-Germain habe ich gesehen. Wie heißt der?
Das ist dieses Jahr gebaut, ist im Juni erst eingesetzt worden. Okay. Sie sind sehr gut ausgerüstet. Danke. Oh, es passiert was, die Leine geht los. Ich sehe es genau. Yes! Endlich Action! Endlich ist Action! Unfassbar, war das eine lange Stunde. Alles ohne Rätselheft. So, eine Leine. Jetzt machen sie erstmal wieder Pause. Ja, Andreas, 1,45 seit Start. Kann ich nachher vorne alles wegschneiden von dem Stream. So richtig eilig haben die das nicht mit den Leinen, oder? Zwischendurch Werbung einspielen. Ja, das kann man tatsächlich machen auf YouTube. Das wäre in der Tat noch eine Möglichkeit. Hey, die letzten Leinen gehen los. Jetzt rappelt das hier. Jetzt rappelt es. Also alle, die jetzt dazu gekommen sind, ihr seid vom Timing her genau richtig. Ach, Kerstin sagt, wir wollten doch noch eine neue WhatsApp rausschicken. Ja, weiß ich nicht, es sind ja jetzt jede Menge da. Also ich glaube, die meisten sind da, die das sehen wollen, oder? Rein von der Zuschauer. Aber wir können es ja mal probieren, Tanja. Also wenn du Lust hast, schick doch noch eine, kannst ja gerne noch mal eine WhatsApp rausschicken. Wäre mal interessant, ob dadurch noch ein paar Leute dazukommen. Zwei Springs sind noch dran. Klaus D., ich danke dir vielmals für 2,50 € Überstundenzuschuss. Danke. So.
lieber GLT-Log, du musst auch mal so ein bisschen zurückfahren mit dem, was du schreibst. Tja. Freibier, das heißt nicht Strings, das sind Springs, das Springline. Es gibt ja Leinen, also die eben losgemacht wurden, das sind die Vorleinen, die gehen ja vom Schiff weg. Und jetzt siehst du da noch zwei Leinen, die gehen in die entgegengesetzte Richtung und das sind sogenannte Springlines. Und die Springlines sind dafür da, dass das Schiff nicht nach vorne und hinten sich verschiebt. Also die Achterleinen und Vorleinen, die quasi vom Schiff weggehen, die halten das Schiff an der Pier. Und die Springlines, die sind dafür da, dass es nicht nach vorne und hinten sich verschiebt. Das sind die jetzt losgemacht werden. Die Springs. Und jetzt müsste eigentlich auch jeden Moment Bewegung ins Schiff kommen. Also sobald die Leinen los sind, fängt das Schiff eigentlich relativ bald an, sich zu bewegen. Und ich glaube auch, es geht schon leicht von der Pier ab. Wenn man genau hinguckt, na, also da ist schon leicht Bewegung drin im Schiff. Marco, ja genau, also hinter dem Schiff ist die A7. Also quasi aus Kamerarichtung vor mir. Da sieht man aber noch den einen Pylonen von der Köbrandbrücke. Los geht's, endlich! Ja, jetzt können wir mal gucken. Tanja hat noch mal eine WhatsApp rausgeschickt. Vielleicht können wir ja noch mal den einen oder anderen damit glücklich machen. Löwenjack, doch klar. Das ist sogar vorgeschrieben. Rattenbleche. Die sind vorgeschrieben im Hafen. Die haben sie wahrscheinlich schon vorher runtergenommen.
So, jetzt mal hier ganz locker ausparken und dann Hebel auf den Tisch. Jürgen, Dankeschön für 10 Euro. Dankeschön. Der Wolpertinger lässt sein Prime Sub da. Herzlichen Dank. Dankeschön. Also, los geht's mit der CMA CGM Saint-Germain. Ein Neubau der französischen Reederei CMA CGM. Gerade vor wenigen Monaten in Dienst gestellt. Ist das erste Mal in Hamburg. Ich glaube, seit Juni fährt sie. Hatte jetzt ihren Erstanlauf hier. Und ja, neues Schiff. 400 Meter lang, 62 Meter breit. Gucke ich mir gerne an. Und ich mag die CMA-Schiffe sowieso sehr gerne von der Lackierung her. Von daher passt das schon ganz gut. So, jetzt habe ich natürlich schön Akku verbraten. Aus dem Grund würde ich jetzt die Zeit, wo sie ablegt, einmal nutzen für eine Zwischenlandung. Ich habe zwar noch ein bisschen, aber lieber jetzt einmal tauschen, als dann gleich irgendwie in Schwulitäten kommen, wenn dann noch eine Fähre da ist oder so. Vorsicht einmal. So, geht auch gleich wieder in die Luft. Und zwar jetzt ganz schnell, bevor die Fähre kommt. Okay. Ja, die scheinen die immer noch ein bisschen seitwärts zu ziehen, bis sie dann gleich da direkt im Parkhafen ist. Kerstin, das Polizeiboot ist einfach dafür da, um die Elbe abzusperren, weil wenn jetzt gleich hier dieses 400-Meter-Ding rauskommt, dann ist da nicht so wahnsinnig viel Platz. Und deshalb ist dann halt kurzzeitig die Elbe einmal gesperrt, damit das Schiff quasi problemlos hier um die Kurve auf den Elbstrom fahren kann.
Birgit, ich glaube, die ist am Wochenende gekommen. Ich meine Samstag. Samstag irgendwann in der Mittagszeit. Mittag, früher Nachmittag muss sie gekommen sein. Und ja, Jürgen, ich finde auch, diese zusätzliche Perspektive ist ganz hilfreich. Denn normalerweise hätten wir jetzt die ganze Zeit nichts von dem Schiff gesehen, nur mit der alten Kameraperspektive. Ja, das Schiff fährt, glaube ich, unter Singapur-Flagge, oder? Fährt gar nicht unter französischer Flagge. Tja, da sehen wir mal, wo sie raus muss. Marco, das ist Geschmackssache. Also schönster Fotospot Burchardkai, ganz toller Spot ist natürlich hinten am Ende, wo du dann reingucken kannst nach Waltershof, das ist sehr schön. Du kannst natürlich auch wunderbar an den Elbstrand gehen. Am Elbstrand hast du natürlich tagsüber oft dann Gegenlicht. Also einfach alles ausprobieren. Nein, die können nicht mehr durch den Nordostseekanal. ...400 Meter, 62 Meter breit, 23.100 Container, LNG-Antrieb. Schönes Schiff. Nibé, das ist immer Entscheidungssache der Reederei. Die Frage ist hier, warum bauen die auf den großen Frachtschiffen keine geschlossene Brückennock wie bei den Kreuzfahrern? Also es gibt ja welche, die eine geschlossene Brückennock haben. Also das ist immer die Frage, was du in Auftrag gibst. Ja? Hapag-Lloyd hat auch diese kleinen Mini-Brücken auf den 400-Meter-Schiffen. Hier jetzt auch. Evergreen zum Beispiel hat eine komplett durchgehende, komplett überdachte Nock. Das ist halt... Ja, ich würde jetzt mal sagen, ist immer die Frage, wie viel Komfort eine Reederei der Crew zumuten möchte. Oder an welcher Stelle man eventuell sparen möchte. Torben, moin.
So, und jetzt haben wir sie auch hier auf der Hauptkamera. Nee, das hat nichts mit dem Alter des Schiffes zu tun. Das ist im Prinzip eine reine Designentscheidung. Moin, Reiderländer Arroganz. Danke für 7 Monate. Ja, mit so einem Pott würde ich sofort mitfahren. Hätte ich voll Bock drauf. Wäre genau mein Ding. Ist cool, ne? Ja, also das hier live vor Ort zu sehen, hat natürlich noch mal eine andere Qualität. Aber jetzt guck mal, wenn das Biest da rauskommt, dann versteht ihr auch, warum die Polizei da mal so ein bisschen gucken muss. Dass da jetzt nicht alle wild dran vorbeifahren. Jannik, das Segelschiff haben wir doch heute Morgen schon gestreamt. Mensch, du musst doch auch mal ein bisschen eher aufstehen, Mignon. Jens, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Danke für deine Unterstützung. Ist okay, nein, das ist okay. Ich weiß leider nicht, wie man das aufschneidet. Alles gut. Moin, ja, schon lange. Aber die Elbe wird eigentlich relativ schnell dann wieder freigegeben. Also es könnte sein, dass die Sperrung jetzt schon wieder aufgehoben ist.
Ja, wenn wir da mal gucken. Ich glaube, Polizei fährt auch schon weiter. Oh, da ist hier schon hinterm Dalben. Müssen wir mal auf Droni wieder wechseln. Ach, da sind jetzt schon 2 Lotsenboote dran. Ups, gerade etwas überrissen. Aber ich wollte eher auf die 1. Wahnsinn, oder? Also so rein größenmäßig. Ja, keine Ahnung, warum da jetzt 2 Lotsenboote dran waren. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Lotse gleich schon weiter muss, irgendwo anders hin. Irgendwie sowas in der Art. Und die deswegen da zu zweit dran waren. Ja, das ist doch beeindruckend, oder? Wirklich ein schönes Schiff, ich mag die Lackierung. Nein, über die Schiffe drüber fliegen darf ich nicht. Was auch von der maximalen Höhe her gar nicht funktionieren würde. Auch schön, wie der da dran hängt.
kleben förmlich an der Bordwand, die Lotsenboote. Foto habe ich eben schon gemacht mit der Drohne, aber danke für die Erinnerung. Und jetzt geht es wieder flott. Also sobald die erstmal Fahrt aufgenommen haben, oh, schönes Schraubenwasser. Schraubenwasser könnte auch ein Drink heißen. Wenn ich mal irgendwann einen Rum rausbringe, heißt er Schraubenwasser. Fährt jetzt der andere Lotse noch mal dran? Sieht so aus, oder? Und da wartet doch jemand auf der Gangway, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich nehme mal an, dass die einfach zu unterschiedlichen Plätzen jetzt müssen, die Lotsen, und deshalb da zwei Boote kamen. Vielleicht ein Anschlussjob. Jo. Und schon ist sie fast weg. Aber es kommt noch ein rotes Schiff von hinten. Das könnten wir noch mitnehmen. Ein kleines rotes. Tony, hello. Ach, da ist ja noch ein rotes dahinter. Es sind ja zwei rote Schiffe, Mensch.
Ja, in der Tat winzig gegen die Saint-Germain. In der Tat sehr, sehr winzig. Aber da kommt doch noch was. Ja, haben wir doch noch einen schönen Abschluss hier, oder? Noch mal ein paar rote Tanker. Das ist doch mal was. Boah, das ist doch ein cooles Bild, oder? Leute, wie geil ist das denn? Mann, was für ein geiler Blick. Schön rotes Schiff, die Wilhelmine Esberger. Leute, Leute, Leute. Aber wir gehen mal aus dem Weg. Wobei, wenn ich rauszoome, so dicht bin ich ja gar nicht dran. Also, ich habe ja jede Menge Abstand. Das war schon ein bisschen geil. Das war ein bisschen geil, fand ich gerade. Schade, Mensch, da hätte ich mal ein Foto von machen sollen. Leider verpopelt. Oh, warte mal, ich habe ja noch, die ist ja noch auf meiner Höhe. Ich könnte doch jetzt mal eben, dafür muss ich euch mal so ein bisschen hier, damit ich mal eben ein Foto mache aus der Perspektive. So.
Okay, das habe ich, das habe ich. So, dann kann ich jetzt wieder umschalten. Ja, sorry, wenn ich ein Foto mache und dann kann ich natürlich jetzt ein bisschen doof mit Kamera steuern und auf den Stream gucken, aber das Foto, das musste ich gerade noch mal in Ruhe machen. Ihr habt ja gesehen, wie cool das ist. Also, das musste ich einfach haben. Die Ehrberger raiden rüber. Moin, ihr Lieben, 49 People. Juvo ist seit 22 Monaten auf der Speicherstadt und sagt danke für die geilen Bilder. Ja, ich finde es auch wieder ein bisschen geil. Sorry, finde ich voll gut. Detlef, 2 € für ein Schraubenwasser bitte. Herzlichen Dank dafür. Und Torben ist seit 5 Monaten dabei. Wie immer, Paddy, sensationell. Dankeschön, danke. Auch, also ich muss ja sagen, durch die Drohne habe ich auch an den kleineren Schiffen echt Spaß gefunden, weil man kann da so richtig schön rumfliegen fliegen. Bei den größeren, da muss man schon ordentlich Strecke machen, ne? Wenn man bedenkt, dass die 400 Meter lang sind, die Biester. So, jetzt können wir noch mal die Elbe runter gucken. Da hinten ist die Saint-Germain schon. Und dann geht es jetzt gleich wieder nach Hause für Lufthansa. Oh, da kommt schon die nächste Fähre. Ich muss noch ein bisschen durchhalten. Ach, die Esberger, die legt wahrscheinlich an. Warum ist denn jetzt eigentlich gerade Kamera 2 ausgegangen? Ja, seht ihr, die Esberger, die will wahrscheinlich hier hinten an den Tankeranleger. Ja, langsam muss ich aber auch landen. Ich bin schon unter 20%. Wäre schön, wenn die Fähre jetzt mal bitte den Anleger frei macht. Alles Roger. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Achtung einmal. So.
So. Mensch, ich kann ja jetzt sogar hier den komischen Trapperhut abnehmen. So Leute, das war's. Mensch, hat die Warterei sich doch gelohnt, oder? Die Saint-Germain, wirklich schön. Dann hinterher noch 2 rote Tanker. Schönes, neues, fettes Containerschiff, 400 Meter, 23.100 Toy. Hat mir richtig Spaß gemacht, also richtig, richtig gut. Aber natürlich auch heute Morgen schon oder heute Mittag die Libertar. Also wer das nicht gesehen hat, vielleicht einmal kurz reinseppen. Da waren ein paar schöne Bilder, war richtig schönes Licht, tolle Sonne. Also vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Was trudelt hier denn noch ein? Der Jürgen noch für eine sichere Landung ohne Schraubenwasser, 2 €. Herzlichen Dank. Ja, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr alle so zahlreich wieder dabei wart, eingeschaltet habt, dran geblieben seid. Und natürlich auch vielen Dank wieder für die großzügige Unterstützung für den Kanal. Egal ob auf Twitch oder auf YouTube. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Moderatoren. Ohne die geht gar nichts. Auch an euch ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Hamburg Hafen Live, over and out.